Aktuell läuft es bei Blizzard wieder, nachdem man sich reihenweise mit Dingen wie der Diablo-Ankündigung für Mobile-Endgeräte oder dem miesen Warcraft 3 Reforged in die Nesseln gesetzt hatte und damit ordentlich am einst glanzvollen Image gekratzt hatte. Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? No. Eins dieser glanzvollen Titel von damals ist unter anderem StarCraft 2, welches nun tatsächlich endlich seine wohlverdiente Fortsetzung bekommen könnte. Grund genug also, den aktuellen Gerüchten mal nachzugehen. Das große Finale von StarCraft 2 in Form des Add-ons Legacy of the Void liegt bereits 8 Jahre zurück. In einer finalen Schlacht haben sich damals die Terraner um Raynor mit Kerrigan samt Zerg-Armee und Artanis, also den Protoss, verbündet, um den übermächtigen Xel'Naga Amon zu besiegen. Go, Jin. Go. StarCraft 2 gehört dabei, wie auch sein Vorgänger, nach wie vor zu den besten, was das RTS-Genre jeweils auf die Beine gestellt hat, und ist somit ohnehin ein heißer Kandidat auf eine Fortsetzung, wie auch das ebenfalls brachial gute Warcraft 3. Da man mit der Reforged Edition von Warcraft 3 diesen Titel aber fürs Erste gegen die Wand gefahren hat, bleibt nun nach der erfolgreichen Fortsetzung von Diablo naheliegend nur noch StarCraft. Jedenfalls sicherlich ist euch das Hickhack um Microsofts Kauf an Activision Blizzard in den letzten Wochen nicht entgangen, auch wenn das von der Presse gerne auf die Marke Call of Duty heruntergestuft wird. Tatsächlich scheint dieser Kauf nun langsam doch noch über die Bühne zu gehen, was Phil Spencer auf die Bühne ruft, aka Chef der Xbox-Sparte bei Microsoft. Dieser beteuerte bereits in einem Interview im November 2022 sehr an den alten Blizzard-Marken interessiert zu sein und ist auch maßgeblich für das Comeback einer anderen RTS-Serie verantwortlich, nämlich nichts Geringerem als Age of Empires. Mike Ibarra, also der Präsident von Blizzard Entertainment, bläst dabei bei jeder Gelegenheit ins gleiche Horn und beschreibt vor allem das wahnsinnige Potenzial des gesamten Franchises, womit eigentlich schon alles gesagt sein sollte. Früher oder später ist es so oder so soweit. Dieses PR-Blabla würde aber dieses Video natürlich noch nicht rechtfertigen. Da aber der Blizzard-nahe Insider und Journalist Jess Gordon nun beiläufig die Entwicklung bestätigt hat und quasi alles, was er in den letzten Jahren rund um Blizzard veröffentlicht hatte, im Nachhinein stimmte, kann man wohl jetzt langsam die Sektflaschen schon mal kalt stellen. Genauer gesagt bestätigte er, dass man Microsoft und Phil Spencer gar nicht brauche, um ein neues StarCraft anzuschieben, da es bereits seit längerem in Entwicklung sei. Eine Ankündigung könnte somit bereits dieses Jahr auf der BlizzCon Anfang November erfolgen. Übrigens, was immer so ein bisschen dabei untergeht: Es befindet sich mit Stormgate bereits ein StarCraft-Klon in Entwicklung, der von den einstigen Original-Devs entwickelt wird, die sich von Blizzard losgesagt haben. RTS-Fans kommen also in absehbarer Zukunft so oder so auf ihre Kosten, selbst wenn der StarCraft 3 Leak am Ende doch nur eine Ente sein sollte. Falls ich euch jetzt angefixt haben sollte, schaut doch gerne mal bei meinem Let's Play zu StarCraft 1 und 2 vorbei, und da ich selbst großer Fan der Serie bin, werde ich natürlich umgehend berichten, sobald es weitere Neuigkeiten zum Projekt gibt. Also gerne Abo dalassen, dass euch diese News dann auch sicher erreichen, und bis zum nächsten Mal. You about ready to get out of here, cowboy? Hell, it's about time.